Hallo meine Mitmenschen und willkommen zurück zum zweiten Part von The Journey. So, jetzt bin ich auch ein bisschen wacher, jetzt kann das Ganze auch besser laufen. Hoffe ich schon mal. Ich muss nur kurz die Synchro machen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So. In die Mülltonne. Hi. Oh. Agents here. Jim, you know, it's a shame you were playing in the days before the big TV money kicked in. Player like you, I could have got you a proper deal or two. Yeah, right. We didn't play for the money. No, of course you didn't. Roar of the crowd, working class heroes and all that, eh? Do you draw? Design, well, used to. I'm trying to pick it up again. It's been a while. There he is, my #1 client. You let him beat up on your wall like that, Mrs. Hunter? Well, he's always practicing anyway. Why not? It's just a wall. What can I do for you, Mr. Taylor? Michael, please. Actually, it's what I can do for you. Come on, tell him. Tell me what? As soon as you signed with me, I started putting out the feelers. Hauptsache, ich habe einfach schon mal Seems unterschrieben, like ja? you've been making quite the impression. Well, you got me an offer? One or two. For real? I haven't seen a kid coming out the exit trials generate this much interest in years. Now, young players like you are like gold dust, Alex. There isn't a team in the league that isn't falling over themselves to sign you after you nailed it. I've got some incredible deals on the table here. Just don't go rushing into any decisions, okay? Now, the top teams, sure, they're going to offer you more money, but you won't be getting as much game time, and it's minutes on the pitch that really develop a player. You know, take your time, okay? This is a big decision. So. Und hier, nach dieser Entscheidung, hatte ich den ersten Part, der nicht auf YouTube ist, weil er kaputt gegangen ist, sagen wir es mal so, gespielt. Ich habe noch die Auswahl getroffen, ich habe noch ein paar Sachen angehört, man kann ja mit Dreieck drücken, er erklärt einem was. When it comes to nurturing young talent, managers don't come much more qualified than Arsenal's. Anelka, Henry, Fabregas, Walcott. Arsene Wenger's list of successes are as long as my arm. Not to mention the fact that he's led the Gunners to 3 Premier League titles and 6 FA Cups. Success may have been a bit harder to come by of late, but their squad's chock full of stars, as well as some exciting newcomers like Granit Xhaka. Make no mistake, Arsenal will be one of the favourites for the title this season, so breaking into their first team would be a major challenge. Ja. Habe ich mir noch Chelsea angehört, wobei ich mir sicher bin, dass ich nicht zu Chelsea gehen werde, weil ich habe das Team schon gespielt, und zwar in diesem Eröffnungsspiel, was man hat, wenn man FIFA 17 startet. Und da fand ich die sehr träge, als ob ich mit Bäumen spielen würde, also es war nicht schön. Hard to believe Chelsea finished 10th last season after winning the Premier League the previous campaign. But with new manager Antonio Conte coming aboard after leading Italy to the quarters of the Euros, it's the start of a new era for the Blues. They've already shown their financial clout by snapping up Michy Batshuayi, but with so much attacking talent in their squad, you'd be facing some serious competition to break into the first team. Dann habe ich auch kurz gedacht, auf Liverpool. Klar, es hat den Klopp-Bonus, ein Trainer aus Deutschland, den man halt kennt, ne? Und die Anfield Road finde ich ziemlich nice, auch ein legendäres Stadion. Yep, the sleeping giant of English football. But the Reds are still a force to be reckoned with. A couple of seasons ago, they lost their talismans Steven Gerrard and Luis Suarez, so they're looking for a new hero to help them back to their glory years from the 70s and 80s. Back then, they were pretty much unstoppable. Their squad's got a good mix of young players and experience, and their manager, Jurgen Klopp, has a proven track record of turning young players into stars. Word of warning, you might find yourself on the bench as much as on the pitch with all the attacking players they've got, especially now they've signed Sadio Mane and Jorginho Wijnaldum. Würde eigentlich auch Sinn machen, hier zu wechseln. Gucken wir mal weiter. Stadium of Light. Ja, Name. Leicester oder Leicester City.
eigentlich auch ziemlich nice. Dadurch, dass sie das letzte Mal Meister geworden sind. Funny old game, football. 12 months ago, Leicester were almost relegated. Now they're the defending Premier League champions. You can put that down to the incredible work of manager Claudio Ranieri and the amazing team spirit they have over there. Holding on to the title is going to be a tall order, but with the team in Europe and looking to build on last year's success, and with their squad hardly the biggest, you could have a great chance of breaking into the first team. Und was natürlich auch mega cool ist, die beiden Manchester-Vereine mit Pep und José. Das passt einfach mega gut. Derby und, naja, Trainerfreundschaft halt. Ne? With Pep Guardiola at the helm, City will be the team to beat this season. Club's got huge resources. They've already signed the likes of Ilkay Gundogan and Nolito, and with world-class strikers like Sergio Aguero already at the club, you'd be facing a major challenge just to get into the squad, let alone the team. But as they say never, right? Guardiola's been known to give youth a chance if a player can prove he's good enough. Just look at Kingsley Coman. Allerdings muss man dazu sagen, dass Guardiola auch als Trainer bekannt ist, der keine eigenen Stars macht, sondern sie kauft. Fancy helping United bring back the glory years, do you? Sure. Since Fergie left, the team has been underperforming by its own high standards. But 20 league titles don't lie, and with Jose Mourinho in the hot seat, the Red Devils are a force to be reckoned with, especially as the special ones picked up silverware everywhere he's managed. One thing you may want to think about, though, with Ibrahimovic, Rooney, Rashford, Martial already in the squad, you'd be facing some serious competition just to get onto the bench. Und zu guter Letzt möchte ich mir Tottenham Hotspurs nochmal anhören. Mit einer der Vereine, die den geilsten Namen auf der Welt haben. Das hört sich einfach mega geil an. Big on young talent and only just falling short of winning the Premier League last season. Some of the best British players from the last 30 years have lit up White Hart Lane. Lineker, Bale, Kane. It's a great place to develop your talents, but you'll find there's plenty of competition for starting places. Manager Maurizio Pochettino's a big fan of young players like you, so you'd have a real chance to make an impression. Oh, das ist schwer, ohne Witz. Also das letzte Mal habe ich alles ausgeschlossen, so ich mich zwischen Lakers City und Man U entschieden habe und habe dann letztendlich eine Münze geworfen, die auf Man U gezeigt hat. Aber vielleicht war es auch gerade ein Zeichen, dass ich das Ganze nochmal spiele. Und diesmal würde ich zu ihm ganz anderes tendieren. Ich glaube, ich werde Liverpool nehmen. Andererseits würde Man U richtig gut passen. Ich meine, der Großvater hat da gespielt. Wenn ich selber in der Rolle von Alex wäre, glaube ich, es wäre schon das Krasseste, in Man U zu spielen. Familienlehrer halt. Andererseits habe ich schon so viele geile Transfers gehabt. Ich weiß es nicht. Mein Gott. Man U nimmt, glaube ich, aber auch jeder, ist das Problem. José Mourinho oder Liverpool. Man U oder Klopp. Okay, wir haben die gleichen Note, was ich brauche, um in die Startelf zu kommen. Na gut. Dann, weil ich habe mir nämlich gedacht, Man U könnte auch recht schwer sein als ersten Verein, aber wenn Liverpool genauso schwer ist, werde ich dann doch Man U nehmen. Also hier unten, ich weiß, wisst ihr, was ich meine? Da steht ja Trainerwertungsziele. Da steht, wie viel ihr braucht für die Startelf und wie viel ihr braucht, um auf die Bank zu kommen. Und ich habe eigentlich gerade, das wäre bei Liverpool genauso, aber es sind genau die gleichen Werte, also 8,5 und 7,5. So,
Dann nehmen wir das Old Trafford in Manchester. It stays in the family, eh? Who says romance is dead? I'll get the cogs turning my end and finalise the paperwork. You deserve this, Alex. Proudest day of my life. You signing in my old club. Well, I got my work cut out if I'm gonna live up to you, Granddad, you legend. And it gets even better, young man. Seems you and your pal Gareth have similar tastes when it comes to picking teams. No way. Alex, that's just brilliant. Das würde mich aber auch mal interessieren, ob der Garrett immer den gleichen Verein hat wie ich. Also wenn ich jetzt Liverpool genommen hätte, ob er dann Liverpool gelandet wäre. So, weiter nach London. Lesen wir erstmal durch hier. Nach Verpflichtungen wie Alex Hunter und Guess Walker bin ich überzeugt, dass Man United die letzte Saison übertreffen wird. Hashtag, da geht einiges. Muss draufklicken, okay. Jonathan Northcroft. Ich bin nicht überzeugt, dass Man United mit Alex Hunter und Guess Walker einen Erfolg des Vorjahres anknüpfen kann. Hashtag, wo bleiben die Megatransfers? Das frage ich mich natürlich auch, wenn ich mir einen Pogba, einen Ibra geholt habe. Keine Ahnung, wo bleiben die Megatransfers? Sind wir mal ehrlich, ne? Ich bin stolz auf dich, Alex Hunter. Mit deinen Top-Leistungen wird das Team dieses Jahr noch besser abschneiden. Hashtag, Mama ist stolz. Ja, aber eigentlich schon die größte Aufgabe erfüllt. So, das kam alles vor 4 Tagen, also schon etwas älter. Großtag von meinen Klienten, bla bla bla, hat Profi-Verträge bei Man United, lol, läuft bei uns. Hashtag wohlverdient. Unglaublich, habe am selben Tag bei Man United einen Profi-Vertrag unterschrieben, wie mein bester Kumpel Alex Hunter, Hashtag Wahnsinn, Hashtag Telepathie. Mein Sohn bekommt einen Vertrag bei Man United, dein Opa und ich sind unfassbar stolz auf dich. Ah, okay, das ist wieder beim Sichtungslehrgang. Oh, Glocke. Du bekommst im nächsten Mal ein Angebot, Mr. Alex Hunter. Na also, Hashtag Wohltäter. So, was haben wir hier mit Trends? Hashtag letzte Saison. Die große Frage ist, kann Man United die exzellente Leistung der letzten Saison wiederholen? Von irgendwem dann hier Man United. Nach der grandiosen letzten Saison wünschen wir den Jungs alles Gute zum Saisonstart. Lasst sie uns unterstützen. Und zu guter Letzt von meinem Freund hier. Was kann schon da oben? Ah, okay, das gehört auch dazu. Ich bin bereit loszulegen und den Jungs zu einer noch besseren Saison als letztes Jahr zu verhelfen. Hashtag noch besser. Transfer News. Breaking News. Man United gibt Nachwuchsleuten Alex Hunter und Gareth Walker Mehrjahresverträge. Fans fragen sich, wo bleiben denn die Stars? Aber es ist ein bisschen unrealistisch. Ich meine, guck mal, wen die sich geholt haben. Ich glaube, Man United hat mit die krassesten Transfers gemacht. Wenn nicht sogar die krassesten Transfers die Saison, ja. Das ist schon voll übertrieben. Die Nahrungsspieler Alex Hunter und Gareth Walker unterschreiben bei Man United. Hashtag Achselzucken. Ja gut, das sind Jugendspieler, ne? Man United hat heute die talentierten Nachwuchsspieler unter Vertrag genommen. Hashtag Spieler der Zukunft. Und zu guter Letzt Sichtungslehrgang. Okay, das ist mir ein bisschen zu alt. Oh, wobei Locke hier. Und wenn Sichtungslehrgang zeige ich den Möchtegerns, was Sache ist. Augen auf, der Williams kommt. Hashtag einfach zu gut. Ich würde gerne wissen, wo der spielt. Der nächste Superstar. Hashtag Sichtungslehrgang, Hashtag Zeichensetzen. Ian Laddyman. Wer erhält einen Profi-Vertrag? Wer muss nach Hause gehen? Die Sichtungslehrgänge stehen an. Hashtag alles oder nichts. Ja, so. Was ist das da oben? Für die Woche, Erwähnungen. So nice. Gut, auf nach London. Was? FIFA Ultimate Team Belohnung freigeschaltet. Ultimate Team Belohnung. Mit zunehmendem Fortschritt in The Journey werden Belohnungen freigeschaltet. Mit ihnen kannst du deine Mannschaft im FIFA Ultimate Team verbessern. Läuft bei mir auf jeden Fall. Ach, Leihspieler. Also habe ich dann nicht für immer, nehme ich mal an. Das ist ja voll traurig. Das letzte ist dann ein Goldpack oder was ist Gold? Ich kann aber auch nicht nach rechts oder so gehen. Bei Premier League Team unterschreiben. Mal gucken, was noch kommt.
So, Wert. Follower, Manager. Kann ich auch nicht darauf zugreifen. Okay, das kommen noch Zahlen. Keine Ahnung. Naja. Achso, Transferwerte, aber das geht. Was? Das ist jetzt mein Transferwert, oder wie soll ich das sehen? Warte, Statistik. Ich habe 4,2 Millionen. Gut, wenn ich als Talent gemacht bin, ne, das sind auch ein paar schon mal als teurer weggegangen. Das ist aber schon recht viel, dafür, dass ich schon nichts gezeigt habe, finde ich. So, jetzt aber London, endlich, komm, hau rein. Trainingstag, Defensive. I. Oh my god! Wait, isn't that? Did he just nod at me? Me more like. Whatever. Hunter, Walker, in you go. Gaffer? Was hat er gesagt? Für Trainer? Trust you boys had a good look around. Bit different from what you used to, eh? Manager for starters. Don't be expecting him to be rolling out the red carpet or asking you how you're getting on. He's got better things to do than talk to youngsters. You better get used to dealing with me. You're in the big league now. You have to raise your game. We'll give this club everything we've got, Mr. Butler. Everything and some more. My advice to you, lads. Work as hard on getting to know your teammates as you do in training. A lot of different personalities on this team, some big egos. We want to be successful in the Premier League, we need team chemistry. No good just having 11 individuals out there. Right, get cracking. Training starts in 15 minutes. I don't have a pair of you looking like a couple of boy band rejects on my pitch. You want another one direction you need to go, and it's that way. To the dressing room. We won't let you down, Mr. Butler. 14 minutes. Okay, also ist das unsere Kontaktversion, weil der Mourinho sich einfach zu fein für uns ist. Okay, wir sind Right, as you're all aware, we've got a couple of new boys starting with us today, Alex Hunter and Gareth Walker. That doesn't mean I'm going to be taking it easy on the rest of you. I want you paired off, one-on-one drills. Gallo, you take Hunter. Bernard, you take Walker. Let's see what these boys can do. Buenos dias. He's Lily, I'm Toro. Which one of you is Hunter? Yeah. Boys ready for school? Vielleicht lernst du was. Läuft auf jeden Fall. We're ready when you are, hombres. Lily ist aber auch geil. Yeah, let's teach them a lesson. It's a Spanish, yeah? Come on. Schon direkt das Sprachgenie hier. Ja. Training. Alex' Attribute entwickeln sich durch deine Spielweise und deine Trainingsleistungen. Im Training kannst du auch an bestimmten Attributen arbeiten. Sobald Alex' Gesamtwertung steigt, schaltest du Skillpunkte frei. Mit ihnen kannst du einzigartige Spieleigenschaften freischalten. 62 Stärke, 49 Aggressivität, 51 Zweikampf, 46 Grätsche. Das sind halt Abwehrwerte, ne? Good news, gentlemen. You got the day off. I'm having a laugh. We're training hard. Okay. Da scheint ja gerade Startelf, das ist aber nicht die Manual-Elf, oder? Also von der B-Mannschaft die Startelf. So. Verteidigungsgrundlagen und Tempodribbling. Ach, darf ich aussehen? Ja, nicht Tempodribbling, logischerweise. Ich bin kein Verteidiger. Oder ich muss doch beides machen, okay. Verteidigungsgrundlagen. Führe Zweikämpfe gegen Gegner aus, um in Ballbesitz zu kommen. Erfolgreiche und gut getiimte, läuft auf jeden Fall. Zweikämpfe werden belohnt. Los geht's.
Okay, warum stehen einfach 3 Molux, die nichts machen? Hombre, was ist los? Oh Gott, der war richtig schlecht. Nein. Einmal eine große Klappe gehabt und geht's weg. Ich wollte mal einen Kreis versuchen, aber das habe ich schon nie gemacht. Auch in FIFA 16 nicht. Ich bleib bei der guten alten Gerätsche. So, exzellent. Fortsetzen natürlich. Weiche den Hindernissen aus und absolviere den Dribbling-Parcours im Rennen mit dem Gegenspieler. Achso. Bonuspunkte gibt es, wenn du am Ende ein Tor erzielst. Zack. Sprinten, Schuss, Tor. Let's go. Ja, der macht ja gar nichts. Alter. Schon gedacht, ich krieg den. Oh. Ja, cool. Also ich als Angreifer war in Verteidigung besser als Angriff. So, weiter. Ja, Leute, was habe ich denn überhaupt hier? Sprint Gesamt 73. Oh, man kann jetzt Sprint trainieren, oder ist das jetzt nur hier? In FIFA 16 war ja Sprint untrainierbar. Beweglichkeit 71, 61 Ballkontrolle und 60 Dribbling. Also, wenn du dein Team halt trainiert hast. Bei Be Pro weiß ich nicht, wie es aussah. Aber ich bin immerhin ein Auswechselspieler, ja? Well done, Alejandro. Alex, mate. Beginner's luck, maybe? Maybe. Good to see you making friends, Hunter. Hey, better chemistry between us, the better we play. Just, remember, you're not going to find everyone as gracious in defeat as Toro here. Ah, laisse tomber. What? And remember, if you want to be on the team, you need to give your all every time you step on this training pitch, especially if you want to be on the pre-season tour. Now hit the showers. Ja gut, dann ich guck mal kurz, wie lange die Aufnahme läuft. Na komm. Und ob sie überhaupt noch läuft. Ah, das sieht alles sehr gut aus. Sind bei 23 Minuten. Wie viel Platz habe ich noch auf der Platte? Nein, jetzt habe ich aus dem Zirk gespielt, glaube ich. Oh, das macht die Aufnahme nicht kaputt. So. Ja, ich gucke noch schnell, was es gibt und danach war es dann auch für heute. In The Journey. So, dann gucken wir mal. Für ESO labern die hier genau das gleiche. Das heißt das gleiche. Schalte mit Skillpunkten einzigartige Spieler schon ein paar Jahre, weiß ich schon. 60 habe ich gerade mal. Ach, habe ich schon einen Skillpunkt. Sehr nice. Also was haben wir denn? Okay, das machen wir noch und da war es mit der Folge. Also, steht hier an. Okay, die Körperattribute umfassen. Okay. Umfassen die Fitness und die Stärke der Spieler. Also Sprungkraft, Ausdauer, Stärke, Reaktion, Aggressivität und den schwachen Fuß haben wir. Das kann ich hier skillen. Power-Kopfball. Kostet 2, habe ich zu wenig. Mal gucken, ob sich dafür lohnt zu sparen. Verleiht dein Kopfbällen aufs Tor mehr Kraft. Ist, finde ich jetzt nicht so wichtig. Klar, ein ultimativer Stürmer, der braucht das natürlich. Wir gucken erstmal weiter. Weitwurf. Ermöglicht dir Einwürfe bis in den Strafraum. Da ich normalerweise derjenige bin, der im Strafraum steht, nicht so wichtig. Warum kann ich das nicht? Ach, weil es auch zu viel. Okay, Stärke. Winde diese Eigenschaften, um deine Stärke zu erhöhen. Sehr gut, um eine Ballkontrolle zu halten, damit die Gegner dir den Ball nicht so leicht abnehmen können. Schwacher Fuß. Oh, schwacher Fuß. Was? Direkt auf 5? LOL. Okay, behalten wir uns. Wenn es jetzt nichts Besseres gibt, nehme ich auf jeden Fall das. Was haben wir hier? Defensive. Defensive Attribute umfassen die Abfang- und Zweikampffähigkeit des Spielers. Brauche ich eigentlich gar nicht.
Und der wird angelegt. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Ich muss jetzt leider unterbrechen, aber ich nehme einfach hier schnell den Schachboost, der ist ziemlich geil. Zack. Und gut, das war's dann für heute. Man sieht sich dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.